Damit schauen wir an diesem Morgen nach Wien. Zugeschaltet ist Judith Linnebaum. Guten Morgen. Was weiß man denn über die Tatverdächtigen? Vielleicht zu denen noch ein paar Einzelheiten. Schönen guten Morgen nach Berlin. Was weiß man über die Tatverdächtigen? Es handelt sich, im Hauptverdacht ist es ja der 19-jährige österreichische Staatsbürger mit Migrationshintergrund, um junge Männer. Der Hauptverdächtige 19 Jahre, der zweite Mann, der gestern festgenommen worden ist, übrigens schon am Konzertgelände. Das findet ja im Ernst-Happel-Stadion statt, so war es zumindest geplant. Und der zweite Tatverdächtige ist wohl an der U-Bahn-Station vor dem Ernst-Happel-Stadion dann gefasst worden. Der ist erst 17 Jahre alt. Es sind noch 3 weitere Männer im Visier der Fahnder, die ebenfalls alle sehr jung sind. Der Hauptverdächtige hat sich wohl im Internet radikalisiert und hat vor knapp einem Monat einen Treueschwur geleistet auf den IS. Und es handelt sich um ziemlich konkrete Pläne, denn sonst wäre so ein Mega-Event wie jetzt die 3 Taylor Swift-Konzerte nicht abgesagt worden. Es war gestern ein ganz gruseliger Tag in Österreich, muss man sagen. In Ternitz war der Großeinsatz der Polizei am Laufen. Keiner wusste so richtig, warum. Es wurden knapp 100 Anwohner evakuiert, darunter auch Bewohner eines Seniorenheims. 3 Straßen waren komplett gesperrt und keiner wusste, was passiert. Um 18 Uhr dann die Pressekonferenz und dann kam heraus, es handelte sich um einen Terroreinsatz mit ziemlich konkreten Anlässen, sonst wäre das nicht abgesagt worden. Und wie gesagt, die 3 anderen Komplizen, die sind aktuell in Wien wohl noch auf der Flucht, so zumindest unbestätigte Meldungen. Ein Mega-Event für die österreichische Hauptstadt. Wie fallen denn, obwohl man sich das grundsätzlich schon denken kann, aber wie fallen denn die Reaktionen auf diese Absage dieser 3 Konzerte aus? Zum einen ist da natürlich erstmal eine große Dankbarkeit, weil man möchte da gar nicht drüber nachdenken, was da passiert. Insgesamt 200.000 Fans sind erwartet worden, wie gesagt, aus der ganzen Welt. Und was da passiert wäre, wenn bei einem Konzert ein Anschlag verübt worden wäre. Und dass alleine der zweite Tatverdächtige schon am Konzertgelände festgenommen wurde, das zeigt, wie konkret das ist. Auf der anderen Seite sind die Fans natürlich wahnsinnig enttäuscht. Jahrelang haben die zum Teil auf dieses Konzert gewartet. Taylor Swift wäre das erste Mal in Wien gewesen. Ich bin morgens am Stadion da vorbeigefahren und da war morgens schon unfassbar viel los. Viele haben sich da schon mit Fanartikeln eingedeckt. Dann hat Taylor Swift ja eine riesen Community, die auch untereinander vernetzt sind. Da wurde dann im Prater nahe des Konzertortes wurden dann Freundschaftsarmbänder geknüpft. Die haben sich sowas von gefreut. Und dann im Laufe des Tages war schon ein riesen Polizeiaufgebot an diesem Stadion. Und nachher, wie man dann wusste, haben sie dort den zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Insofern ist das Ganze ja schockierend auf jeglicher Ebene. Judith, nun fehlen ja noch 3 Tatverdächtige. Heißt das, Österreich aktuell im Ausnahmezustand, weil man ja auch noch nicht weiß, wie gefährlich sind die, wo befinden die sich? Wie versucht man denn, denen auf die Spur zu kommen? Gibt es da Informationen? Es sind jetzt weitere Presseinformationen geplant im Laufe des Tages. Es ist noch sehr früh. Aber allein die Tatsache, dass Bundeskanzler Karl Nehammer sich da abends zu geäußert hat, der ist aktuell im Urlaub und sagt, es ist eine ganz konkrete Gefahrenlage, heißt, dass es wirklich auch arg war. Und die Veranstalter, die sagen ja auch nicht einfach so diese Konzerte ab. Es gab da einen engen Austausch und die Absage kam dann ja um kurz vor 22 Uhr gestern Abend. Und insofern geht man da wahrscheinlich noch von einem Restrisiko aus. Es sind noch wohl 3 Leute in Wien unterwegs, die mit in diese Terrorpläne involviert waren. Und aus Sicherheitsgründen muss das Konzert dann natürlich abgesagt werden. Heute im Laufe des Tages werden wir weitere Informationen bekommen, aber es ist schon so, dass Wien so ein bisschen in so einer Schockstarre ist. Judith Linnebaum, recht vielen Dank für diese Informationen nach Wien.